Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zum zweiten Update über die EC135 ADAC Luftrettung von Revell im Maßstab 1:32. Ich wollte euch zeigen, wie weit ich gekommen bin und was ich noch vorhabe. Falls ihr das erste Update verpasst habt, oben kommt ein Link. Ich habe Schritt 53 in der Bauanleitung abgeschlossen, das heißt, die Flugzelle wurde komplett von mir geschlossen. Der Innenraum ist installiert, genauso wie die Aufhängung für die Taumelscheibe und die Triebwerke sind installiert. Zum Schluss habe ich die Scheiben eingesetzt, die Kufen gebaut, die Türen hinten geschlossen und den kompletten Heckausleger montiert. Der Hubschrauber wird mit offener Pilotentür dargestellt und mit offener Schiebetür, so wie es auch in der Bauanleitung vorgesehen ist. Nur ich lasse die Hecktüren komplett geschlossen, die sind auch schon richtig verklebt. Die Pilotentür und die Schiebetür sind nur mit etwas Holzleim in den Rahmen hineingeklebt, sodass ich sie nach dem Lackieren herausnehmen kann und offen darstellen kann. Das Lackieren stellt sich viel einfacher dar, wenn die ganze Flugzelle komplett geschlossen ist, sodass kein Lackiernebel in den Innenraum eindringt. Die Scheiben habe ich mit Hambrol Maskol alle abgedeckt und strichen, sowie die Frontscheibe habe ich mit flexiblen Masking Tape von Tamiya und normalen Masking Tape abgeklebt. Das flexible Masking Tape von Tamiya kann ich euch nur empfehlen. Ich benutze es in 2 Stärken, wie ihr seht. Damit kann man wundervoll wirklich die feinsten Rundungen in 1 abkleben und es ergibt ein super Lackierbild. Zum Fixieren und Abkleben der anderen Sachen benutze ich das normale Tamiya Masking Tape auch in 2 verschiedenen Stärken. Einmal ein schmaler und einmal ein dicker. Ich glaube, das ist 5 mm und das ist 10 mm. Zum Abdecken der Scheiben, wie schon bei der EC145, die klebe ich nicht ab, sondern benutze einen Maskierfilm mit Hambrol Maskol. Dies ist eine, ich kann es euch mal zeigen, hat milchige, dicke Flüssigkeit. Diese härtet an der Luft aus wie Gummi. Die lässt sich einwandfrei auf die Scheiben auftragen mit einem Pinsel oder mit einem Zahnstocher, wie das möchtet. Ich habe 2 Schichten genommen, sicherheitshalber. Und nach dem Lackieren lässt sich das komplett von der Scheibe rückstandslos entfernen. Auch hier vorne die Scheiben. Nun zum Bau bis jetzt. Ich hatte einige Passgenauigkeitsprobleme beim Einsetzen der Frontscheibe. Ich musste den Rahmen der Flugzelle, also den seitlichen Scheibenrahmen, musste ich etwas dehnen, damit die Frontscheibe genau passt und nicht rechts und links übersteht. Ansonsten haben alle anderen Scheiben eigentlich sehr gut und nur mit einem minimalen Schleifen in den Rahmen hineingepasst. Zur Passgenauigkeit von Revell, das ist das Übliche. Es gibt hier und da kleine Probleme, aber wenn man sich Mühe gibt, denke ich, wird das ein sehr schönes Modell und das passt eigentlich alles ganz gut. Hier und da muss ich ein wenig schleifen und spachteln, genauso wie am Heckausleger. Das habe ich auch schon alles mit Mr. Surfacer behandelt und die ganzen Riemen und Stöße verschliffen. Der Hubschrauber ist jetzt soweit fertig. Was ich gemacht habe ist, ich habe die Kufen lose gelassen. Das heißt, sie sind nur mit Masking Tape fixiert im Moment. Genauso wie der Heckausleger. Weil ich eine neuere Version der EC135 baue, wird das Innenteil des innenliegenden Heckrotors schwarz lackiert und das lässt sich besser machen, wenn ich den Heckrotor komplett nach dem Grundlackieren mit der gelben Farbe auseinandernehmen kann. So lässt sich das besser abkleben und besser lackieren und am Ende setze ich alles wieder zusammen. Nun, so geht es weiter. Die einzelnen Antennen und kleinen Anbauteile lasse ich alle vom Hubschrauber herunter. Die lackiere ich einzeln und baue sie nach dem Lackieren des Hubschraubers und der Alterung
baue ich sie erst an, so als allerletzte Teile, damit nichts bei der Alterung und mit dem Arbeiten mit dem Wash kaputt geht. Der nächste größere Arbeitsschritt ist nur noch die Fertigstellung des Hauptrotorkopfes mit den Rotorenblättern, der Abdeckung und das Lackieren des Rotors. Wo wir schon beim Thema Lackieren sind, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, der Hubschrauber ist fast fertig, die Lackierung steht kurz bevor und ich habe mich dann doch für eine nochmals andere Version der ADAC Luftrettung entschieden, weil ihr mir in den Kommentaren geschrieben habt, es gibt ja einige Probleme mit den Pettinghaus-Decals. Das stimmt, ich habe recherchiert. Die Decals von Pettinghausen, die ich mir gekauft habe, vor allem die Brille, sind für die alte Version des Bausatzes der EC 135. Es könnte Probleme geben beim Passen, deswegen habe ich mir neue Decals besorgt und baue eine andere Version des Hubschraubers. Aber lasst euch einfach überraschen, welcher es dann am Ende wird. So, das wär's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder, wenn der Hubschrauber komplett fertig ist. Als nächstes werde ich dann den kompletten Baubericht Teil 1 und 2 dann hochladen. Dies kann aber noch ein bisschen dauern durch Weihnachten. Ich weiß noch nicht, wie ich mit den Videos dann klarkommen werde, weil ich ja doch einige Zeit mit der Familie verbringen möchte. Über einen Kommentar oder einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und vergesst auch nicht zu abonnieren. Bis dann, euer Ben.